Viele von euch kennen sie schon, die Autolackaffen-Waschmethode. Wir haben sie jetzt über ein Jahr lang verfeinert und weiterentwickelt. Jetzt gibt es Volume 2. Für alle, die sie noch nicht kennen, was ist eigentlich die Autolackaffen-Waschmethode? Die Idee dahinter ist im Kern, dass wir möglichst wenig ums Auto rumlaufen wollen, beziehungsweise nicht mehrfach ums Auto rumlaufen wollen und dass wir die größtmögliche Lackschonung erreichen wollen. Das erzielen wir unserer Meinung nach dadurch, dass wir ganz viele Handschuhe verwenden und diese nicht ausspülen. Wie genau das geht und welche Schritte wir machen, zeigen wir euch jetzt ausführlich und erklären, was, wie, warum. In einem gesonderten Video geht es dann nochmal darum, welche Tools wir genau benutzen und warum wir sie benutzen. Also bleibt dran, dieses und nächstes Video wird spannend. Ja, die Autolackaffen-Waschmethode eignet sich eigentlich für jede Art von Verschmutzung und je nachdem, wie stark ein Fahrzeug verschmutzt ist, brauche ich mehr oder weniger Handschuhe. Die Idee dahinter ist, dass ich alle meine Handschuhe in einem Eimer sammle und jedes Mal, wenn ein Handschuh verschmutzt ist, diesen austausche und durch einen neuen wechsel und dadurch nie Kontakt mit schmutzigem Wasser habe und dadurch noch Kratzer weiter vermeide. Wenn ich durch bin mit dieser Waschmethode, schmeiße ich einfach alle Handschuhe in die Waschmaschine auf Durchspülen und kann weitermachen. Erster Schritt der Waschmethode sind immer die Felgen. Wie wir da genau vorgehen, haben wir euch in einem separaten Video gezeigt. Verlinken wir euch hier, könnt ihr euch nochmal in Ruhe angucken. Während der Felgenreiniger wirkt, sprühe ich die Einstiege mit dem Allzweckreiniger ein. Auch welchen wir hier verwenden und welche Tools wir verwenden, verlinken wir euch hier. Und es gibt nächste Woche noch ein Tool-Video, wo es nur darum geht, warum wir welche Produkte verwenden. Wir achten darauf, dass wir wirklich alle dreckigen Bereiche einspülen. Einstiege, Kofferraumbereich, Motorhaubenbereich, also überall da, wo eine Ritze und Kante verdeckt ist. Nach einer kurzen Wirkzeit und nachdem wir mit den Felgen fertig sind, sprühen wir die Felgen ab und gleichzeitig spülen wir einmal die Einstiege aus. Wenn die Einstiege sehr dreckig sind, kann man dafür die Tür gerne öffnen. Ansonsten wie hier reicht es vollkommen aus, den Hochdruckreiniger in die Türspalte reinzuhalten und das somit auszuspülen. Man sieht hier unten schön, wie der ganze Schaum mit dem Dreck rausläuft. Das ist wunderbar ausreichend für fast alle Verschmutzungen. Wenn es sehr schmutzig ist, guckt euch nochmal das Video von uns Einstiege reinigen an. Da gehen wir nochmal im Detail darauf ein, worauf man dabei achtet, wenn man mit offenen Türen abkerchert. Nach den Einstiegen kommt unser Vorreiniger und zwar verwenden wir hier auch einen Allzweckreiniger in der Schaumkanone, also als Snow Foam. Das hat den Vorteil, dass wir einfach eine längere Haftung auf der Oberfläche haben, mehr Material aufbringen. Mit der Wirkzeit fällt dieser Schaum zusammen. Das heißt, wir haben viel Material, was auf dieser Oberfläche wirken kann, bevor es abfließt. Die perfekte Konzentration ist für mich immer, der Schaum muss am Anfang feststehen und nach weniger als einer Minute anfangen abzulaufen. Dann habe ich die perfekte Mischung aus Einwirkzeit und Schmutzlöseverhalten, ohne dass der Schaum antrocknet. Während der Schaum wirkt, würde ich mir meinen Eimer parallel fertig machen. Das heißt, ich fülle ihn mir mit meinem Shampoo der Wahl, packe da meine Waschhandschuhe rein, kann entweder Chenil-Mikrofaserhandschuhe, sogenannte Zottelhandschuhe verwenden oder normale Mikrofaser-Langflor-Handschuhe oder beides gemischt, so wie wir es hier machen. Wir verwenden, wie gesagt, Hälfte, langflorige und Chenil-Handschuhe, weil einfach der Einsatzzweck für beide hier bei uns gegeben ist. Welche wir für welchen Bereich verwenden, erzählen wir euch gleich. Nach der Einwirkzeit, das erkennt ihr daran, dass der Schaum einfach runtergelaufen ist, beziehungsweise ihr idealerweise natürlich die Einwirkzeit des Herstellers eures Allzweckreinigers beachtet habt, spülen wir den Vorreiniger mit dem Hochdruckreiniger gründlich von oben nach unten ab. Die richtige Vorwäsche ist hier wirklich schon die halbe Miete, wenn ich darauf achte, mit meinem Hochdruckstrahl wirklich alle Ecken zu erreichen und aus allen möglichen Winkeln in verdeckte Ritzen abzuspülen oder die verdeckten Ritzen abzuspülen, dann habe ich hier wirklich den ganzen groben Sand entfernt und minimiere mein Kratzerrisiko bereits jetzt um ein Vielfaches, denn jetzt sollte eigentlich alles an festen Partikeln, was später Kratzer machen kann, entfernt sein, sodass möglichst nur noch klebriger Schmutz übrig bleibt, der später nicht mehr so kratzen kann mit Mikrofaserhandschuh. Von daher nehmt euch hier die Zeit, wirklich gründlich auszuspülen. Bevor ich mit der Lackwäsche anfange, gehe ich jetzt erstmal mit dem ersten Handschuh, einen Zottelhandschuh, gut ausgedrückt durch alle Einstiege durch. Im Regelfall reicht da ein Zottelhandschuh für alle Einstiege. Man muss immer gucken, wie dreckig sie sind. Wenn sie natürlich sehr dreckig und sandig sind, nehmt gerne 2 oder so viele, wie ihr halt braucht. Wie gesagt, ich kümmere mich da um die Einstiege, um die Kofferraumfalz und auch um die Motorhaubenfalz außenrum, genauso wie die Tankdeckel von innen. Hier ist es wirklich wichtig, mit den Zotteln in die Kanten der Scharniere reinzukommen. Man kommt da eigentlich mit dem Zottel schon super hin. Wer mal eine Ecke nicht erreicht, kann ja auch einen Pinselzäufe nehmen, aber unserer Erfahrung nach reichen hier diese Zotteln wunderbar aus, weil sie halt wirklich eine gute Schmutzlösefähigkeit haben und auch in die tiefsten Ritzen kommen, wenn man sich da so ein bisschen mit zurechtfindet. Vor der Wäsche sprühen wir nochmal eine Shampoo-Wasserlösung auf. Wir verwenden hier das gleiche Shampoo wie im Eimer.
Das erhöht nochmal die Reinigungswirkung, natürlich, weil ich den Reiniger direkt auf den Lack gebe, nochmal wirken lasse. Zum Zweiten erhöhe ich den Schutzfaktor, weil ich mehr Gleitwirkung habe. Das heißt, ich vermindere wieder das Kratzen und ich habe einen kleinen optischen Indikator, wo ich bereits gewaschen habe und wo nicht. Das hilft mir immer ganz gut. Wir waschen den oberen Bereich des Fahrzeuges mit einem langflorigen Handschuh und durch die Autolack-Abwaschmethode muss ich jetzt nicht erst einmal ums komplette Auto rumwaschen, um den oberen Bereich zu waschen, sondern ich kann zwischendurch den Handschuh einfach wechseln und einen Zottelhandschuh für die unteren, schmutzigeren Bereiche legen. Legt mir meinen Handschuh so zur Seite, dass ich die saubere Seite später nochmal verwenden kann, aber nicht in den Eimer. Das ist hier der Knackpunkt und nehme mir dann erstmal meinen Zottelhandschuh, um Ritzen und Kanten sowie die unteren Türbereiche oder generell die unteren Bereiche zu reinigen, weil da ist besonders viel Schmutz, da kann der Chenilhandschuh seine große Stärke ausspielen und auch kann bis zur Unterkante direkt waschen, weil das, was ich jetzt hier aufnehme und sogar den Radkasten, wie ihr seht, weil das, was ich jetzt hier aufnehme, landet nicht mehr im Eimer. Das heißt, ich lege ihn mir dann in meinen Buckenizer oder in einen separaten Eimer so nach oben, dass ich weiß, welche noch die saubere Seite ist. Wenn ich noch eine habe, wenn nicht, kommt er gleich zur Seite in die Wäsche und kann jetzt hier meinen Handschuh von eben gerade, wo ich mir auch die saubere Seite separiert habe, nochmal weiternehmen und weiter waschen. So, weiter geht's. Wie gesagt, hier für Ritzen und Kanten ist der Chenilhandschuh super geeignet. Durch diese Würmchen, die sich in jede Ecke reinlegen, brauche ich bei den meisten Fahrzeugen nicht mal einen Pinsel. Auch hier so Applikationen wie das Porsche-Emblem und die Waben kann ich wunderbar mit Chenil reinigen. Das sieht man hier am Schaum, da brauche ich in der Regel keinen Pinsel. Wer es gerne möchte, kann es machen. Der Vorteil an so einem Mikrofaser-Chenil ist halt, es ist schonender als so eine Pinselfaser. So wasche ich mir meinen Weg ums ganze Auto. Ist ein Handschuh dreckig auf beiden Seiten, packe ich ihn zur Seite in einen Eimer und am Ende, wenn ich mit der Wäsche durch bin, haue ich den schnell in die Waschmaschine. Einfach nur auf dem Spülenprogramm, das reicht vollkommen aus, in Kombination mit dem noch im Handschuh enthaltenen Shampoo, um ihn wieder zu reinigen und fit zu machen für die nächste Wäsche. Am Ende habe ich bei dem Auto sogar noch 2 Handschuhe übrig. Die würde ich dann einfach drin lassen für die nächste Wäsche oder ich nehme sie raus, hänge sie auf die Leine und benutze sie dann am nächsten Tag nochmal. Falls ich doch nochmal eine Ritze habe oder einen Kühlergrill, in dem ich mit meinem Zottel nicht rangekommen bin, kann ich natürlich jetzt am Ende auch nochmal mit Pinsel nacharbeiten. Wie gesagt, ist meistens nicht nötig, aber hier der Hinweis. Zum Spülen verwenden wir fließendes Wasser aus dem Gartenschlauch. Das hat den Vorteil, dass es wirklich den Schaum einfach wegspült. Ist einfacher als mit dem Hochdruckreiniger und ich kann auch gezielt die Einstiege ausspülen. Das ist wunderbar geeignet. Wir machen das sehr gerne und wir haben entmineralisiertes Wasser an diesem Schlauch dran. Das vermindert die Kalkflecken. Erster Schritt beim Trocknungsprozess ist das Trocknen mit Druckluft. Das bedeutet, ich nehme hier eine Druckluftpistole und trockne die Einstiege, insbesondere die Türfalze, weil da komme ich später ran und ihr wisst genau, wie hässlich das aussieht, wenn da Wasserflecken sind, um dann im zweiten Schritt die Kanten und Falzen zu trocknen, die ich später natürlich mit dem Trockentuch nicht erreiche. Das sind insbesondere die Fensterleisten, der Spiegel von allen Seiten, ihr wisst, da tropft es immer noch raus und alle möglichen Sachen, wo halt einfach Wasser sich sammelt und durch den Kapillareffekt drin verbleibt. Das pusten wir schon mal vorab trocken, bevor wir dann in unserem letzten Schritt mit einem hochwertigen Trockentuch, das eine entsprechende Größe hat oder mit mehreren kleinen, das Fahrzeug trocknen. Wir verwenden hier für eine Sprühversiegelung genau den Brilliant Shine Detailer. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen erhöhe ich die Wasseraufnahmekapazität des Trockentuchs. Zum zweiten breche ich die Oberflächenspannung des Wassers und zum dritten bringe ich beim Trocknungsprozess eine hochwertige Sprühversiegelung auf. Macht einen höheren Glanz, ist ein schöneres Ergebnis und nochmal so ein kleines On-Top für den Kunden, ohne dass es mir mehr Arbeit macht. Also es ist für mich wirklich ein Standardprozess, wenn wir nicht ein Auto polieren, immer mit BSD trocknen, weil der Trockenprozess ist der gleiche. Nur, ich habe gleich noch mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das Einzige, worauf ich dabei achten muss, ich muss wirklich mit dem Trockentuch alle Bereiche einmal aktiv abwischen. Nur so ein Rüberziehen, wie man es von der Motorhaube manchmal kennt, reicht nicht, weil das könnte Schlieren geben, aber das ist ja kein Problem. Wenn ich mit dem Lack fertig bin, trockne ich die Einstiege gründlich, da kann ich das gleiche Trockentuch nehmen. Wer da ein bisschen Handling-Probleme hat, der kann auch ein kleines nehmen, aber eigentlich geht das wunderbar mit einem Trockentuch. Ja, und auch hier für unlackierte Kunststoffbereiche, wie jetzt hier bei der Kofferraumabdeckung vorne in dem Fall, kann ich BSD verwenden, macht einen super Finish, macht die Kunststoffe schön matt und glänzt am Ende, also ist einfach sieht aus wie neu, finde ich, funktioniert super. Und selbst hier bei so einer Schaumkrone, die kriege ich mit einmal Wischen auch weg. Das war die Autolackaffen-Waschmethode. Schreib mal in die Kommentare, wie du am liebsten ein Auto wäscht. Im nächsten Video geht es weiter mit den Tools zur Autolackaffen-Waschmethode. Wir sehen uns dann. Hau rein.